Ich bin ein ganz formaler Mensch, der dem Spaß macht, Formen in Relation zueinander bringen. Und das auch noch körperhaft, also die Dreidimensionalität. Und das alles in einen Einklang zu bringen, dass es so wird, wie ich mir es vorstelle, dass du drumherum laufen kannst und entstehen immer wieder neue Perspektiven. Und es stimmt immer, es ist immer stimmig, das ist mein Traum. Dann ist es Skulptur. Es gibt eine gute Idee und da freue ich mich dann drüber. Ich freue mich einmal drüber, dass ich eine gute Idee habe und zweitens, und da kommt der Handwerker raus, ich habe eine Aufgabe, die zu lösen gilt. Statisch, vom Material her, vom Körpereinsatz her, von der Schweißtechnik. Das ist das, was mir reizt, auch als Handwerker, also so ein bisschen ins Extrem zu gehen. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Fällt es um oder bleibt stehen? Das sind so Sachen, die spielen auch eine Rolle. Das sind die zwei Teile. Eigentlich für die Wand konzipiert. Das passiert mir immer wieder bei Arbeiten, dass ich dann, nachdem so kleine Arbeit fertig ist, dass ich mir sie sehr, sehr gut groß vorstellen kann. Jetzt kommt praktisch die Innenhaut, wird da eingelegt. So, randrückt. So, jetzt habe ich es geschafft. Diese Rundung hier, jetzt sieht man mal das zweite Teil. Diese Form hier, die kann ich nicht berechnen. Nee. Verstehst du? Ja. Das funktioniert nur durch Ausprobieren. Ja, also das steht jetzt so auf dem Kopf. Das ist jetzt die Bodenplatte im Grunde genommen. Ja? Und die Bodenplatte rauszukriegen, mache ich das ganze Ding. Ja. So, jetzt kommt, das ist der schlimmste Teil. Ich lasse noch ein bisschen was stehen, damit man noch was abfällen kann. So, beim Modell war das natürlich alles viel einfacher. Großer Augenblick. Stimmt die Rundung oder stimmt sie nicht? Hier ist noch ein bisschen zu viel. So, jetzt haben wir es. Aber jetzt kann ich mir genau vorstellen, wie das Ganze wird, wenn man das andere Teil dazu legt. Dann sieht man ja zum Teil, wie es dann wird. Ich arbeite ja bei Stahl nur mit Platten, also Stahlplatten. Und wenn du in Stahlplatten arbeitest, hast du auch ein begrenztes Repertoire. Ich kann zum Beispiel keine halbrunde Körper machen, weil das der Stahl nicht zulässt. Also ich gehe immer entweder konvex oder konkav, aber es gibt keine Rundungen, weil ich das schon stängeln müsste. Meine Skulptur gebe eine gewisse Richtung vor, durch ihre Bewegung, durch ihre Dynamik, durch ihre Formgebung, ja, und mehr will ich nicht. Wie gesagt, wenn der Betrachter was damit anfängt, er kann sich selber Orientierung holen, indem er sagt, ich stelle die Skulptur so rum oder so rum. Aber mehr macht sie nicht. Also jetzt kommt das Seitenteil, wird jetzt hier hingeheftet mit dem Schweißgerät. So, muss eigentlich genau passen. Okay.
Übrigens eins der schönsten Erlebnisse als Bildhauer, also wenn man mit so Platten schafft. Und plötzlich entsteht aus diesen Platten ein Körper. Das ist ja praktisch eine Woche oder 1,5 Wochen auf den Augenblick zu, dass es zusammenschweißt. Und dann plötzlich, entweder das passt, und plötzlich kriegt dieser Volumen und eine Größe und eine Präsenz. Und das ist das Schönste. Das ist wie eine Geburt von dem Teil. Ja? Das ist das, was mir so Spaß macht. Das ist das schönste Teil eigentlich am Arbeiten. Du bist eigentlich Zeichner. Du bringst es bloß nur in ein Volumen rein. Ganz klar gezogene Linien, Außenlinien. Ja? Die ich praktisch mit meinem Schweißgerät nachziehe und vollende. Ich sage immer wieder mal, dass wenn du die Schweißklappe runter machst und du hast es gibt ja Situationen, da hast du einfach in dem Nachmittag 5 Meter Schweißnaht vor dir, andere meditieren, ich lasse die Klappe runter und schweiß, du schaust auf einen Schweißpunkt und zentrierst dich da drauf. Und das ist wie Loslassen aus dem Alltag, das ist wie Urlaub. Der Entwurf 1:1 und hier dann, so sieht es dann aus. Rottweil war ja mal so in die 70er Jahre ganz bekannte Bildhauerstadt, die also Bildhauerei gefördert hat. Und da bin ich mit dem Pfahler in Verbindung gekommen, mit dem Hauser bin ich in Verbindung gekommen. Und so, das waren so meine Vorbilder, wo ich dachte, sowas machst du auch mal. Aber im Grunde genommen hast du die alle aufgesaugt und hast irgendwann mal was Eigenes rausgespuckt. Es gibt ab und zu Leute, die fragen, wie kommst du da drauf? Ich weiß manchmal selber nicht und das hört einfach nicht auf. Ich will Sachen machen, die im Grunde genommen völlig unabhängig von mir sind. Du kannst schon sagen, vom Former-Repertoire ist ein Jochen Wart. Aber du kannst nie sagen, von der Gefühlswelt oder von seiner Befindlichkeit, das muss ein Jochen sein. Ja? Und da kriege ich dann auch immer die große Krise, wenn ich solche Künstler begegne. Und die begegnet mir ja meiner Ansicht nach zu 80-90%, die nur das widerspiegeln, was sie in ihrem Inneren erleben. Und so, das ist auch das Geschickte. Da muss ich noch dazu sagen, das Geschickte an der Bildhauerei, die lässt es fast nicht zu, weil du ja so rational arbeiten musst. In der Bildhauerei. Mit Material haben wir ja vorhin schon gesagt, dass du gar nicht so spontan so, ich kotze mich jetzt aus. Das kann ich nicht. Weil in dem Augenblick, da ist ja schon weg, das Gefühl. Bis ich die Skulptur gemacht habe, da bin ich ja schon viel weiter. Man glaubt gar nicht, was man aus der Ebene alles entwerfen kann. Musik ist einfach ein Gegenpart zu meiner Kunst. Weil die Skulptur wird ja konstruiert, du planst, du kaufst Material. Ja, du schaffst alles über den Kopf, da kannst du aus dem Bauch spielen. Und das ist das,
was ich dann lieb, warum ich die Musik als Alternative, als Kontrapunkt brauche für Skulptur. Ja. So, das Ganze mit 33%ige Salzsäure eingestrichen, damit die Sache so richtig anfängt zu rosten. Zuerst wird das Metall mal wieder ganz schön glänzig. Ganz schön. Da raucht es jetzt richtig sehr. Da muss man seine Arbeit schon lieben, wenn man das einbaut. Frisst alles weg. Das hat die Salzsäure Wasser. Ein Rost schon drin. Der Kameramann leidet jetzt. Fängt schon an, dass es sehr schnell trocknet durch die Sonneeinstrahlung. Okay. Ich werde es also immer wieder einsprühen müssen. Fertig. Fängt schon an, seht ihr da oben? Aber ich brauche diesen Widerstand, ich brauche den Stahl, ich brauche ich gebe nicht nach. Es ist immer ein Kampf. Gibst du nach oder gebe ich nach? Und ja.